Wir gehen wieder gemeinsam auf den Flohmarkt, weil bei uns mitten in der Woche natürlich keine sind. Ich habe eine kleine Schnupfnase. Verzeiht's mir, es liegt vielleicht am Wetterumschwung. Vielleicht habt ihr ja auch eine. Und falls euch das Video hier interessiert, bleibt gerne dran. Beziehungsweise, falls ihr euch für den Flohmarkt interessiert, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Den Button findet ihr unter diesem Video hier. Und ja, ganz viel Spaß damit. That Okay, that's what I figured. yeah, I saw like you had some comics and stuff in the ad, so Yes, if you find something, you capture the moment yeah, of. yeah. It's exciting. Well, I hope you do. Oh, nice Workerhose hier. Auf die kann man auch achten auf dem Flohmarkt. Ist, glaube ich, eine Camel hier oder was? Carhartt ist es, glaube ich, nicht. Jedenfalls hat er direkt die Kamera erkannt. Unangenehm erstmal, würde ich sagen. Let's go. The comics are right here. Okay. So we're just friendly neighbors that have helped the lady that lived here. She was 103. Boah, Junge, er hat ja ein nices Outfit an. Sieht voll gemütlich aus. So ein richtiges Dad American Outfit. Oh wow. Passed away, and so we're kind of helping the estate owner kind of move some of the contents. She had kids some all stuff through out. the 50s and 60s. Sure. Boah, die helfen hier halt alle. Es geht eben darum, dass da jemand verstorben ist und die helfen bei der Entrümpelung so. Und dementsprechend werden die Sachen ja auch dann bei diesem Yard Sale verkauft, ja. Imagine the comics Ich hätte gern das Wasser hier unten. Ich bin ziemlich durstig. probably belong to her kids. Right on. Do you know what you're asking on this? So on the whole lot, Yeah, sure. Oh, I was hoping to get, again, I spent maybe 5 minutes kind of going through some. Right. I did go buy some sleeves because I know that was? Er ist losgegangen und hat Sleeves gekauft für ein paar Comics. Okay. you know. Yeah, that helps. The first 3 I think are the best Okay. in terms of, cover. Uh-huh. Maybe I might have missed something, I don't know. But I put 30 piece on those. 30, das ist natürlich schwierig. Also, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr auf dem Flohmarkt unterwegs seid, falls ihr es seid, wenn ihr dann an einem Stand steht und sagt, ey, was soll denn dieser Pullover hier kosten? Und dann sagt der Verkäufer sowas wie 40 Euro. Und du denkst dir, okay, das ist viel zu teuer, weil eigentlich kaufst du auf dem Flohmarkt günstige Sachen, willst Schnapper machen, also 5 Euro für den Pullover bezahlen oder sonst was, weil der Verkäufer gegenüber eben keinen Bock oder keinen Plan hat. So, und wenn der Verkäufer dich dann fragt, ey, was willst du denn geben, falls es dir zu teuer ist, dann sagst du ja sowas wie, ja, nee, ist schon gut, alles in Ordnung, ist mir generell zu viel und so. Eben weil man diesen Flohmarktpreis bezahlen möchte und hier, ich meine, ich bin nicht der größte Comic-Kenner, aber 30 US-Dollar ist erstmal eine Ansage, ne? Okay. But as a lot, maybe if you bought them all, I was thinking maybe like $400. 4. So Okay. take a look and Okay. Er sagt so, ja, klar, also 400, kein Problem. Also, ich denke mal, wäre man hier ein Profi, könnte man sich theoretisch vor allem auch hier hinten, ich glaube mal, es sind ältere, weil sie eben auch älter aussehen, gute rauspicken und dementsprechend auch einen guten Deal machen. Und wenn er jetzt hier keine Ahnung hat, dann muss er das ganze Ding bundeln, ja, und ich sage es euch ja immer wieder, bundeln und handeln, meine lieben Freunde. Hier ist auf jeden Fall Spielraum, mal gucken, wie es ausgeht. Awesome. Sounds good. Thank you so much. Hat er jetzt zugesagt? Direkt zugesagt für 400? Okay, da müssen es gute Comics sein. Ich hätte hier definitiv noch verhandelt. Also hier ist definitiv noch was zu machen. Das hast du auch an seiner Aussprache gemerkt. Sehen schon sehr alt aus, muss ich sagen. Ne? Auch hier diese hinteren vor allem. Haha. Okay, die sind natürlich voll used. Ich weiß nicht. Also ich persönlich habe ja auch nicht viel Ahnung von Comics. Was ich weiß ist, das kann ich euch ja hier natürlich mal vertellen, dass die Cover interessant aussehen müssen bezüglich der Aufmachung. Also ist es ein Glitzercover oder ein Chromcover, dann ist es eher eine Limited Edition. Dann sollte man keine deutschen kaufen, sondern nur amerikanische. Natürlich die älteren. Und es gibt Heldencomics,
die da so ein bisschen herausstechen. Ne? Also bei Mickey Mouse hast du weniger das Glück, dann auf eine gute Ausgabe zu treffen. So, das ist so mein Kenntnisstand und ein bisschen mehr ist da zwar noch drin, aber ich persönlich hätte hier keinen Bock, diese hier hinten zu nehmen. Also ich hätte mir tatsächlich, glaube ich, welche rausgepickt. Kann natürlich auch sein, dass gerade weil die so used aussehen, eben normal sind und die richtig viel wert sind. Weil sie so alt sind und kein Cover hatten oder so. Would you consider 3? Are you interested in like this stuff here? I didn't see this stuff. Yeah, this was, Okay, so you were talking about this stuff too? well, yeah, I was thinking 4 for the comics, and then some of those, I honestly, I don't know. I don't know what the value is on those. But, That's kind of fun. Ist das Michael Jackson oder was? Oder B.I.G.? Das ist doch irgendwer Bekanntes, oder nicht? would you, if we just talk about, would you split it, do 350? 350, sure. I'll do that. Yep, awesome. Oh, okay, das ging fix. 350, sure. Ja. Also ich hätte hier noch weiter verhandelt. Man ist ja dort, ne, um eben auch einen Schnapper zu machen. Aber gut, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Der eine sagt, ja, was handelst du da doch, du Gauner. Und der andere sagt, ja, nee, du musst mehr handeln hier, was ist denn los mit dir? Also kannst es eh keinem recht machen. And then I'll leave these out then? Sure, Okay, yeah. awesome. Cool, I'll take those. Thank you, man. Appreciate Yeah. that. And I'll keep looking for a minute. Okay, I'll set these over here. Awesome, appreciate that, bud. Boah, ist das denn ein Bogen oder was? Das sieht auch spannend aus, finde ich. Der sieht richtig nice aus, so altes Spielzeug hier. Wow, das könnte noch spannend werden. Skippo. Boah, so ein altes Puzzle hier, wow. Ja, das sieht auch spannend aus. Glows in the Dark Kabbalah. Da geht es dann, ja, ist so ein bisschen mysterious, bisschen okkult, sag ich jetzt mal. Und Faustregel in meinen Augen, Spiele, die etwas aufwendiger aussehen, ja, wo viele Teilchen dabei sind, die man anmalen muss oder sonst was, gehen meistens besser, ja. Faustregel, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber danach kann man sich ein bisschen richten. Sieht einfach nice aus auch, oder? Ist das Austin Powers oder Hornet oder wie? I did. Table must have been in the bar. Publications in general, or I saw those in the picture too, so yeah, I was going to ask about those I was Tiger gonna Beats. Show these two. Yeah, Figure yeah. If you like comics, you might like these. I Yeah, those are believe kind of neat. These were the daughters, one of the daughters that lived here. Okay. A lot of the like early teen Das ist natürlich auch nice, wenn er dann weiteres rausbringt, ja, weil er genau weiß, ey, Comics sind dein Ding so, ich habe hier noch mehr. Cool, gucken wir gleich mal gemeinsam rein. stuff. So I'll set these here for you to look Okay, at. awesome, thank you. Yeah, the Kabbalah game. I thought that was the strangest thing I've ever seen in my life. Puppy? Teen Raves. Alright. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist höchstwahrscheinlich sowas wie die Bravo bei uns oder sowas. Die Jam oder Yam oder wie der heißt. Oh no. Oh well. He's going out there like online. Also wisst ihr, was ich Wahnsinn finde? Also bei uns ist es so, wenn du jetzt auf einen Garage Sale gehst, findest du bei einem Garage Sale nie so viel. Und er geht immer hier auf die Sales und findet an einem Ort so viele Sachen. Da sind dann Platten, da sind Spielzeuge, also Wahnsinn, Comics und so weiter und so fort. Meistens sogar noch Videospiele. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei uns so möglich ist. Ich meine, ich war ja auch auf einigen und ja, bei uns ist das eher mau, so Garagenflohmärkte. All right, when you get a sec, will you price that and I'll pay you and get out of your hair? Yeah. And then possibly the box of magazines too, if you had a price on those.
How about, would you do 75 on that box? Is that fair for the publications? Possibly. What are you thinking on this? How about just $100 for Also die Magazine für 75, dann die 2 Masken und das Kabbalah-Game nochmal dazu sind insgesamt 100 will er haben. Oh, das ist ein bisschen viel. Er ist ein bisschen teuer, Mensch. Okay. So so we- 450. 350, 450. Perfect. Yep. Deal. Good deal. That works. Ja, aber... Ja, gut. Meine Güte, Mann. Du kannst noch ein bisschen... Als er hier 75 gesagt hat... Ja... 75 ist nicht wenig, ja. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Flohmarkt unterwegs, findet so eine Kiste mit Zeitschriften und bezahlt da 75 Euro. Ja, das ist nicht wenig. Und hier hätte er sagen können, pass auf, ein Fuffi, ja, weil ich so viel nehme. Also er hätte einfach auch ein bisschen Smalltalken können noch. Er wusste ja, dass er generell noch mehr nimmt. Ja, also mein Plan wäre gewesen, sich mit den Leuten da zu unterhalten, einen geilen Vibe zu erzeugen, dann zu sagen, ey cool, was ist das für ein Game? Sie hat ihn noch versucht anzusprechen. Dann hätte ich nochmal nach den Masken gefragt und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und zum Schluss, wenn ich gewusst hätte, ich will diese Magazine haben, hätte ich gesagt, pass auf, ich mache dir ein Angebot hier, $40, $50, ja, weil man hat ja schon von Anfang an gemerkt, dass er relativ teuer war. Und wenn der Käufer einen Preis vorschlägt, weil er weiß, dass er teuer ist, kann er seinen Preis höchstwahrscheinlich nicht durchsetzen, den er im Kopf hat. Egal, das wäre meine Taktik gewesen. Are these, what do you know about the masks? They're not worth much, but I always buy them Okay. just because I think they look cool. Okay. All right. Hey, I mean, like, I wouldn't care if you told me they were worth $100. I wish they were because I get a bunch of them, but no, I just love the look of I them. assume they're Halloween masks. Oh yeah. Like Okay. they would come in like boxes, like with a costume, you know, like a plastic cape and stuff like that. But Cool. I just like them. 51, 52, 3, 54, 20, 40, 50. Awesome, sir. Thank you, sir. I appreciate it. Appreciate you, man. Yeah, absolutely. I can't make any promises on the game. Oh, no, I don't know if it's cursed or. It's worth a gamble. All right, I'm gonna make. Er sagt, ey, ich kann dir nichts versprechen bei dem Game. Und Froggy dachte wegen der Vollständigkeit und dann sagt er so, ich weiß nicht, ob es verflucht ist. Couple Geil. trips. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Good luck, bud. Hey, appreciate it. Are you guys open yet? Oh, wie schön schon wieder. Mein Gott, ey. Wie schön ist das? Okay. Diese Vorstadt. Junge, wenn du da aufwächst, vielleicht ist hier neben noch ein Skaterpark. Junge, beste Leben. Good morning. Ah, okay. Schaut mal. Vorhin hat er ja gesagt, ich habe in der Ad gesehen, dass du Comics hast. Also es gibt wahrscheinlich richtig viele Yard Sales hier oder Garagenflohmärkte. Und die sieht man halt eben vorher, weil da gibt es eine App, wo man eben nachschauen kann. Und wenn du was Interessantes auf dem Foto siehst, fährst du natürlich hin. Deswegen findet er auch meistens Dinge, die ihn interessieren. Gut, das habe ich vorher nicht beachtet. Weil ich ja vorhin meinte, boah, er findet immer an einem Garage Sale so viel, ne? Good. How are you? Okay. Oh, ist auf jeden Fall ein spannender Verkäufer. Ist jetzt kein Vorurteil, aber er sieht ein bisschen nerdy aus, sag ich jetzt mal. Ist natürlich super für uns. Boah, was ist das denn für eine... Guck mal hier unten, der Dübel. Boah. Gibt's die Waffe dazu auch? How much you have on the TV? Make an offer. All right, let me think about it. Okay. It does work. Yeah. Okay. Used to have it up in my room, and then we just switched like Chromecasts and stuff. Okay. Not, like coax up there anymore. So. I've been looking for one for video games. Yeah, it's just coax input, so. Oh, okay. Doesn't So have, it doesn't have the RCA. RCA. Mach ein Angebot ist immer schwierig. Und das würde ich auch nicht machen, wenn du gerade ankommst. Weil damit kannst du ja auch ein bisschen was versauen, sage ich mal, ne? Er kann kaum was wollen oder viel wollen. Das ist jetzt die Frage. Und solche alten Fernseher sind gar nicht mal so günstig, muss ich sagen, ne? Vor allem dann für die alten Konsolen. But get a little adapter. Right. probably. Okay, I'll think about it. Thank you, man. Uiuiuiui. Oh. Mini Playing Cards mit dem alten Logo. Geil. Die sind spannend. Hier ist eine He-Man-Figur. Eieieiei, meine Freunde. Und hier kann er sich nochmal eine Kopflampe mitnehmen für den nächsten Flohmarkt, wenn es da ein bisschen bewölkt ist.
some G.I. Joe. New Oh, okay. G.I. Joe. Boah, was? Wieder Actionfiguren. Joe. I'm not sure the vintage on some of these. Right on. Clearing out the basement stuff. Cool. Was ist das denn, Mann? Krass. Slane Akko. Judge Anderson. Judge Red. Cool. Johnny Alpha. Alles klar. Die sehen aber neuer aus hier, die beiden, oder? Ein paar Comics auch. Bitte, bundle doch und nimm alles mit. Passt. Was ist das hier? McDonalds-Figuren? Anything about Louis Vuitton bags? I do not. From my understanding, it's 1985 based on the stamp 854. Okay. So the first two, the year and then the month it was made. Huh. So that's the old. That's cool. That's vintage then. Yeah, it is neat. Is it better just to make a little pile Yeah, of if what you I'm want interested to, in? That'll be fine. Yeah. Okay. Looking for anything specific? or- I look for old toys, Yeah. comics, cards, Okay. games, you know, You stuff don't like that. have a YouTube channel, do you? I do. Froggy Okay, Flips. Okay, I think we've seen it then. That's funny. Oh, that's cool. Okay, das ist natürlich easy von ihm. Er sagt so, ja, haben wir gesehen, alles cool, nice Videos, so. Vielleicht bringt er jetzt noch was. It's about an hour away from my house, but I saw a sale over in Farmland. Okay, yeah, And then- try to get the area Yeah, a little bit. yeah, Nice. exactly. Auch wieder Pokémon-Karten hier, die will ich definitiv mitnehmen. Oh, er atmet so unangenehm in die Kamera, ich kann das gar nicht ab. Es tut mir echt leid, aber boah, da krieg ich einen Rappel. Ja, geile Sachen, ne? Muss man sagen. Richtig, richtig cool. That's cool. Da will ich auch nochmal rauf gucken. Also den Jojo Kellogg's Teller. What we've been trying to look for is the Kate Bush cassette tape. You watch Stranger Things? Oh, yeah. That is like the hardest thing. Is that worth a lot of money now, probably? You can sell a cassette for $100 probably. Sehen geil aus hier, finde ich, die VHS-Kassetten. That's crazy. You know, it's a real short time where it's valuable. But, Right. I never even thought about that, but yeah, I'm sure you're right. A trendy vintage. Man, that was a good season. Yeah. Avatar für den Gamecube. Relativ schwaches Game eigentlich. I don't know the vintage on these, but it's kind of neat. It's like German train building supplies or something. Oh, that's cool. Kind of. I think two of these are. I guess that's German. I don't know. This guy's in rough shape. Signalset, ja, ist German. Tatsächlich. Newer. Newer thing. Huh. I don't know. Just looks cool. It does look cool. That's half the battle. Yeah. It's gotta be worth something. Ja, die hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mitgenommen. Aber, ja. Schon nice eigentlich. Aber der Typ denkt sich auch, Junge, Alter. Er nimmt einfach alles mit. All right, what do you think on this pile here? Okay, das Ding ist halt jetzt,
es sind so viele Sachen, dass der Preis sowieso günstiger ist, als wenn du jetzt alles einzeln kaufen würdest, natürlich, weil er eben jetzt nicht Pi mal Daumen sagt, okay, 1000 Euro, sondern er rechnet ein bisschen durch und dann hat er aber zum Schluss keinen Bock mehr und sagt, ja komm hier, dann wird's schwammig, sag ich jetzt mal, ne? Howdy. Oder er sagt so, ja, fahr erstmal nochmal eine Runde und komm mal in 2-3 Stunden wieder und dann habe ich einen Preis. Macht er natürlich nicht. Think we can do 80 for everything? Oh, was? 80? Oh yeah, for sure. Yeah, yeah. Alrighty, thank you. Awesome, buddy. Have Thank you fun, so man. much. Thank you. Thank you. Good luck. Okay, bei dem Preis hätte ich noch mehr dazu genommen. Ich hätte die jetzt ins Auto gebracht, damit es nicht so sehr auffällt, dass ich mich gefreut hätte. Und wäre wiedergekommen und hätte so die McDonald's-Spielzeuge noch mitgenommen und so weiter und so fort. Oh, no. I'll just make a couple trips. Yeah. I'm sure you'll have customers soon. Oh, there you go. On the TV, would you do 20? Oh yeah, that'll be fine. Thinking about it. Yeah. No, it's good. I used it a lot of times. Awesome. Thank you. All right, so we were back in the. Ja, das war auf jeden Fall ein krasser Deal. 80 US-Dollar ist ja nix für das Zeug gewesen, ne? Garage, and I would say that was a monumental morning of yard sales. A lot of times in my videos you'll see like 2 or 3 yard sales, maybe 4, but realistically on that morning I went to like 15 or 20. These were the only 2 sales I went to. They were the only 2 sales on my list that looked interesting, and man, did they pay off. They were both Ja, also er war nur auf 2 und diese haben sich richtig ausgezahlt. Ja. both great for very different reasons. So real quick, let's try to look at some of this stuff. All right, so we'll start with the second sale here. Now you may be asking yourself, why did I offer $20 for this TV when these TVs are often found at yard sales for like $5, $2, even free sometimes? And that is because A, I have been looking for a small CRT for retro video game systems, and B, the initial deal at $80 was just a fantastic deal. So I just wanted to pay up on the TV a little bit just because I was so happy with the original deal. Ja, klar. Ich sag ja, also selbst hier diese Kiste. Ja, gehen wir mal weiter. And the TV does work fine. I've already tested several game systems on it. The $80 for the initial pile was just a really solid yard sale deal. The kind of deal that you just really need sometimes just to make this kind of business work. Now, it's not like I'll make thousands of dollars on this stuff, but the per unit price on some pretty decent little pieces is low, and that's awesome. So just looking through some of it quickly, we have the Ideal Jalopy Showdown Crash Cars. Haha, 100 US-Dollar allein das Ding hier. We have the Radio Shack Turbo Racer 27. We actually have some vintage 80s G.I. Joe vehicles like the Mobats and the APC right there. I think this is a Desert Striker from 2001 from G.I. Joe. I believe it is complete with all these accessories because there's Ja, geile Sachen. Guck mal, das waren jetzt schon fast 300 US-Dollar. 2 big bags of accessories, as well as quite a few action figures. I think most of these are early 2000s Joes, but I think most of this stuff should be complete. You just gotta lay all this stuff out and match them all up with their accessories. A lot of these should sell for like 10 to 30 bucks a piece, just depending on what they are. And then we have some figures that are mint on card, like the 2000 AD Johnny. Ich wollte gerade sagen, der ist von 2000, die sahen halt echt alt aus. Okay. Leider vergilbt. There's a few 90s mint on card G.I. Joe figures, a couple of those, a couple of the newer G.I. Joe classified figures like the Snake Eyes here. That's got to be worth a few bucks. Got some sealed micro machines. There's a Star Trek set and a Star Wars set. Oh, auch cool, das Star Wars Set, finde Then ich. over here, just some random stuff like some old train accessories, California raisins, a train car, some VHS, like this sealed Betty Boop Ja, ich glaube, die ist auch ganz gut was wert, weil sie eben noch sealed ist. set, Pokemon Scarface, Goosebumps, a little bit of plush. So $100 all in at that sale with the TV. Very solid deal, very friendly people. Excited that I went to this sale. Und der sieht auch cool aus hier, ne? Bisschen wie bei Action Man. Hier habe ich doch auch einen Action Man, kann ich euch das mal zeigen. Die sind ja immer so ein bisschen... Wobei, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, ich habe noch einen, aber dann kommt er ja auch so von der Card raus, ja?
Now, at the first sale of the day, quite a bit more risk. I spent $450 total, $350 on the box of comics, and then $100 for the other stuff. It was advertised as an antique yard sale, so I was expecting the prices to maybe be a little higher, but the ad did mention some comics, so it was worth it to take a shot. First of all, we have this Kabbalah game here. Ich glaube, das Game ist gut, was wert. Ich bin sehr gespannt, was es tatsächlich geht. This is almost complete. It's missing the marble, but the box is very nice. Pretty rare game, pretty hard to find a nice box like this. I think it should do pretty well. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, ne? Also ich hätte auch getippt über 100 US-Dollar, aber das ist natürlich nice. Judging by the comps I see. And then we have the box of old teen magazines from the 1970s. A lot of Tiger Beat, a lot of David Cassidy stuff, a lot of Osmond stuff, a big stack of like American Girl magazines, Young and Loving Teen, which I think is the weirdest name for a magazine ever. This was kind of a weird one that I found down in the box. It's a 1971 Reds yearbook magazine. It's got a bunch of signatures on it. Some are scribbled over, so Sind das echte Unterschriften? Das wäre natürlich krass, ne? I mean, I don't know what's real, but this one does say Pete Rose, and that looks like Pete Rose's signature over his picture. Kind of funny to find in there. I think the rarest one I found in the whole box was this one right here. It's Teen Raves #1. Pretty rare magazine. Doesn't pop up a lot, and when it does, it tends to sell for around $75. Boah, 75 US-Dollar? Ja gut, okay, das musst du natürlich auf dem Schirm haben, ne? Which, if you remember, initially is what the fellow wanted to charge me for the entire box. The fact that we can lot up a lot of these other things, like the American Girls, there's a couple dozen of those. The Tiger Beats, there's quite a few of those. Those should all generate decently, but this one right here should pay for the entire box. And the biggest gamble of all was the $350 on Da bin ich auch the mal box of gespannt. comic books. As you could see, there were quite a few not in great condition. In fact, this entire stack here is missing covers. But I saw all these comics, and I felt like there was potential there. There was some really interesting looking stuff, regardless of condition. And something that some people may not be aware of is even comics without covers can hold value. Ah, guck mal, okay. Das ist eben das, was ich vorhin meinte. 4.100 Euro, 2.400. Boah, okay, das ist natürlich auch der erste hier, glaube ich, ne? Ja, dann doch Comics mitnehmen ohne Cover. Ich hätte die liegen lassen. And there are even some comics like Action Comics #1. One page can be worth thousands of dollars. So I wasn't really scared of the stack of coverless comics. I just saw that as kind of a little treasure hunt. But anyway, there ended up being about... Ja, das macht natürlich auch Spaß mit dem Business, dass man sozusagen Bundles mitnimmt oder Stacks mitnimmt und dann sozusagen auch den Gamble hat, ja. Du weißt nicht, welche Comics sind dabei, die einzupacken, die zu säubern, dann die Preise zu checken. Das macht es ja auch ein bisschen aus, ja. Neben diesem ganzen YouTube und dem Verkaufen selber ist das auch mega nice. 70 savable comics. I got them all bagged and boarded. There was probably 20 or 25 of them that weren't necessarily worth saving. And then as far as the coverless comics go, we have about 10 that I thought were worth separating and bagging and boarding on their own, like Mr. Miracle #4 here. So the way I see it is this stack would be one lot. This stack of incomplete and shredded stuff should be another lot. Both of these should generate a little money on their own. But the most interesting thing in the entire box was this right here. Was ist das? House of Secrets, DC. Leider mit einem Riss. Das ist jetzt das spannendste Comic, sagt er. Here, but this is the type of thing that I was hoping to find. This is House of Secrets #92. This is the first appearance of Swamp Thing from 1971. Ah, von ihm hier. Na, das ist immer wichtig, das habe ich vorhin bei dem Comic-Ratschlag nicht erwähnt. Ja, wenn da First Appearance drin ist, also wie jetzt zum Beispiel von Swamp, das ist der hier, dieses Gruftwesen oder wie auch immer, ne? Aus der Kanalisation. Dann ist das Comic Mehrwert, weil eben dieser Held das erste Mal dort auftaucht, sozusagen. Das weiß man natürlich als Anfänger nicht unbedingt, aber trotzdem kann man es im Hinterkopf behalten. And as you can see, it only has about half a cover. It does have the complete back cover, and it has all the pages. This is one of those comics that in good condition can sell for $5,000, $6,000, $7,000. A grail comic, if you will. Obviously, this one is in nowhere near good condition. However, it is complete, minus the shredded front cover. A really rough copy with a cover can still sell for like $500, $600, $700. And when I looked on WorthPoint and Terapeak, ja, dann wahrscheinlich irgendwie 300 US-Dollar oder sowas, wa? I see that coverless issues of this comic, they tend to sell for about $275. I think there's one on WorthPoint from 2020 that sold for exactly that. And when I looked on Terapeak, there was one from earlier this year that sold for exactly that. This copy of House of Secrets #92 should sell for close to $300, which would Krass, ne?
Wahnsinn, er hat ja 300 US-Dollar fast für alle bezahlt. Would pay for most of this entire box. So like I said, that's what I was hoping I would find, something like that, and lo and behold, amazing. But there is a solid stack of really neat stuff. Conditions vary. Some are in pretty okay condition, some are in not so good condition. I would say that they range from a few pours to mostly... Ja, die sehen halt auch schick aus. Guck mal, er hat die direkt auf diese Cards gemacht. Dann sehen die nochmal leckerer aus. Ne? So kann man das Einzelstück eben auch nochmal hervorheben. Und er hat ja seine kleine Antique-Booth, also seinen Laden, wo man dann so durch die Comics durchgeht. Also das finde ich schon ziemlich nice. Good to fine. So maybe I'll try to throw up some comps for some of these, but keep in mind that the conditions may not be the same, and it'll just be probably a percentage of those sold comps. Action Comics 267, Action Comics 256. This one's pretty rough on the cover, but we have World's Finest number 114, Adventure Comics 286, Superman 128. Ja, geil, ne? Guck mal, also Wahnsinn. Ja, was ein nicer Deal, müsst ihr euch mal überlegen. Ne? Wenig bezahlt, ich hätte sogar noch mehr gebundelt, wie gesagt. Aber ja, selbst der Preis war ein super Preis, den er hier bezahlt hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls das der Fall war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das würde meinen Kanal natürlich supporten. Und ansonsten würde ich sagen, falls ihr mich kostenlos abonniert habt, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich bin Steen, keep hustling.